starten mit dem bereits vorbereiteten Vorteig, der auch Sauer genannt wird. Wie du den bekommst, kannst du in den Videos Teil 1, Sauerteig-Anstellgut ansetzen, und Video Teil 2, Sauer- oder Vorteig herstellen, ansehen. Ich blende euch die ganze Playlist ein, wo ihr auch seht, wie man das Brot in gusseisernen Topf backen kann oder man ein Steak perfekt im Wohnzimmerkamin grillen kann. Natürlich kann man nicht nur Brot, das mit Sauerteig gemacht wurde, im Kamin backen. Das geht auch mit Weizenbrot und jedem anderen Triebmittel wie Hefe. Und so funktioniert es. Du hast einen offenen Kamin oder Kaminofen zu Hause? Besorge einen dicken Schamott oder Pizzastein, der in den Kamin passt. Ein Schamottstein ist günstig im Bauhandel oder auf Amazon erhältlich. In der Brennkammer müssen 2 gleich hohe Auflagen vorhanden sein. Das schaffst du mit Hilfe von Ziegel oder Fliesen. Dann einfach drauf ein ordentliches Feuerchen machen. Am besten startest du mindestens 4 Stunden, bevor du das Brot in den Kamin schieben möchtest. Nachdem das Feuer nun bereits seit einer Stunde ordentlich brennt, nehme ich meinen Vorteig, gebe eingeweichtes Altbrot, Mehl, Salz und Gewürze dazu und vermenge es zu einem Teig. Wie ihr seht, ist Roggenteig ziemlich klebrig. Das soll auch so sein. Nun gebe ich nicht zu viel Mehl dazu, sodass ich den Teig vorsichtig zu einer kompakten und gleichmäßigen Teigkugel kneten kann. Jetzt für das Gärkörbchen formen, lang oder rund. Dann das Gärkörbchen ordentlich bemehlen, damit der Teig beim Stürzen nicht zum Teil im Körbchen picken bleibt. Nun den Teig gleichmäßig in das Gärkörbchen drücken und mit einem feuchten Tuch 1 bis 2 Stunden gehen lassen, bis sich der Teig um ca. 25 bis 30% vergrößert hat. Nachdem der Kamin brennt, haben wir warme 26 Grad im Raum, so dass die Gehzeit nicht länger sein wird. Ich knete immer auf meiner Arbeitsplatte, da rutscht nichts davon und sie lässt sich sehr einfach reinigen. Das Feuer im Kamin brennt wunderschön, nun sollten wir kein Holz mehr nachlegen und es abbrennen lassen. Ich habe das über 1,5 Stunden im Zeitraffer aufgenommen. Tipps und Tricks dazu findest du in meinem Video Teil 3, Brotteig fertig machen und backen. Wenn das Feuer abgebrannt ist, die Glut zur Seite herunterschieben. Mit einem nassen Tuch kurz rauswischen und ca. 15 Minuten warten, bis die Temperatur am Stein 300 Grad nicht mehr überschreitet. Ein Grillthermometer kann da Gewissheit geben. Jetzt ist es Zeit, das Brot aus dem Gärkörbchen zu stürzen. Damit es besser aufgehen kann, schneide ich es in der Mitte ordentlich ein. Dann noch leicht mit Wasser einsprühen, damit die Kruste nicht hart wird, bevor das Brot fertig aufgegangen ist. Und so kommt das gute Stück in den Kamin. Hier sieht man wieder in der Zeitrafferaufnahme, wie schön das Brot in den ersten 15 Minuten aufgeht. Insgesamt lasse ich es 45 Minuten im Ofen. Ich habe zwar das Grillthermometer im Brot und kann in Ruhe warten, bis es in der Mitte ca. 97 Grad hat. Aber zur Sicherheit teste ich auch mit dem Stäbchentest, ob noch etwas Teig kleben bleibt. Nachdem das der Fall ist, lasse ich mein Brot weitere 8 Minuten im Kamin. Jetzt klebt der Teig nicht mehr am Stäbchen. Die Innentemperatur beträgt 97 Grad. Das Meisterwerk ist jetzt fertig und darf raus. Dann freue ich mich schon, wenn es abgekühlt ist und ich es anschneiden darf. Als Fazit am Ende muss ich aber feststellen, dass der Aufwand insgesamt schon groß ist. Und beim Ergebnis darf ich euch nicht verheimlichen, dass das Brot am Boden leicht verbrannt war. Es war ein spannendes Experiment. Das mit der gleichmäßigen Hitze muss ich aber noch in den Griff bekommen. Aber das wird sogar jeder traditionelle Bäcker bestätigen, dass auch ein Profi viele Anläufe braucht, um mit einem richtigen Holzbrotbackofen ein perfektes Ergebnis zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht und mir ein paar Fotos oder Videos von eurem Erfolg schickt.